Mit Markus Freitag sind wir unterwegs, Marketing- und Vertriebschef von der Concorde Reisemobile GmbH. Ich grüße dich, Markus. Hallo Sven, grüß dich. Ja, du bist ganz aufgeregt, denn dieser Grundriss, da sagst du, das werden viele Leute wirklich ganz gespannt schauen. Etwas ganz Neues erblickt das Licht der Welt. Die kleineren Fahrzeuge haben jetzt auch die ganz neue Front bekommen. Das kommt schon mal super an und wir gehen erstmal außen rum. Aber der Grundriss, den zeigen wir jetzt noch nicht. Das wollen wir mal vorbereiten. Der haut's dich aus den Socken. Ja, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin begeistert schon von der ersten Sekunde an. Auch wenn er von außen nicht ganz neu wirkt, weil er im letzten Jahr in diesem Kleid ja schon mal hier so gestanden hat, ist dennoch kein Stein auf dem anderen geblieben. Ja. Selbst im Technikboden, um da ganz kurz noch eben drauf anzufangen, haben wir es geschafft, 270 Liter Frischwasser unterzubringen. Nochmal bitte. Wir haben es geschafft, 270 Liter Frischwasser unterzubringen. Im Credo? Im Credo, jawohl. Dazu zusätzlich 230 Liter Grauwassertank und 230 Liter Schwarzwassertank. Und das Ganze dann trotzdem noch geschafft, dass wir eine komplette Durchlade im vorderen Bereich des Credos haben. 2 schöne Staufächer im Mittelteil des Technikbodens nochmal haben. Also wirklich auch viel Stauraum geschaffen haben zu dem Fahrzeug. Und das Ganze bei einer Länge von nur 7,49 Meter. Ja, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Man muss das Ganze mal wirken lassen. 7,49 Meter Länge. Das bedeutet, der Durchschnittswohnwagen heute, Doppelachser, hat schon 9 Meter Länge mit Deichsel. Ja. Das Fahrzeug ist unglaublich wendig. Der Radstand schon fast eine Frechheit. Man kommt da überall rein. Ja, der ist wirklich genial gut. Mit 3,85 Meter Radstand, den der kleine Credo jetzt hat, ist er wirklich sehr wendig geworden. Ja, ganz viele Geschäftsführer fahren witzigerweise von Herstellern kleine Fahrzeuge, weil sie sich gut auskennen. Man kommt hier, ich sag mal, das kleine Momentchen mehr in Stellplätze rein. Auch die Fahrzeugbreite ist so schmal, dass ich wieder mal vermute, dass das hier ein Zuladungsweltmeister sein könnte, oder? Er hat eine gute Zuladung von einer knappen Tonne, exakt so wie er hier steht. Und damit sind wir schon sehr happy, weil wenn man sich die Klasse anschaut, es ist ein 5,5 Tonner, den wir haben, exakt 5,6 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mit dem Iveco Daily 50C21. Das Fahrgestell, was jetzt hier steht, erzielen wir eine sehr, sehr gute Zuladung. Und vergleichbar sind diese Fahrzeuge im Markt ja im Grunde mit klassischen Dreiachsern, die auf Fahrgestellen des Fiat Ducatos oder des Mercedes Sprinter aufgesetzt werden. Und hier sind wir sicherlich deutlich besser in der Zuladung, aber auch deutlich besser in der Raumaufteilung. Ist es ein echter Concorde? Na klar ist das ein echter Concorde. So, das war natürlich eine blöde Frage, weil man sieht es natürlich schon am Markenerscheinungsbild, aber es gibt einige Hersteller, gerade jetzt von den ganz großen Massenherstellern, die haben so eine Zwei-Klassen-Politik. Das eine wird vielleicht in Deutschland am Stammsitz gebaut, das andere irgendwo anders. Die machen das dann auch ganz gut. Aber hier, der kommt vom gleichen Werk wie, ich sag mal, alle Concorde. Ja, er kommt nicht nur vom gleichen Werk, sondern er hat die typischen Concorde-Gene. Und das ist das, was uns wichtig ist, wirklich. Auch bei einem Credo, dem für uns persönlich ein kleiner Liner ist, haben wir genauso serienmäßig eine Festtanktoilette drin, wie wir genauso serienmäßig die Busspiegel bei dem Fahrzeug mittlerweile anbieten. Und damit hat er, um nur 2 Punkte zu nennen, wirklich auch alle Concorde-Gene hinterher drin. Er hat eine Mastervolt-Batterieanlage. Also viele haben sich ja davon verabschiedet, weil die Mastervolt-Technik wirklich Schulungen beansprucht. Sie ist skalierbar bis zum geht nicht mehr. Sie geht sehr selten kaputt, muss man sagen. Das tun andere natürlich auch, aber es ist nicht gerade das günstigste und einfachste System, was eingebaut ist. Aber es ist am Markt mitunter das Beste. Definitiv, da sind wir zumindest von überzeugt, dass es das Beste ist. Wir kombinieren es hier erstmalig für Concorde neu mit einer Lithiumtechnik von Liontron und kommen hier auch auf sehr moderate Aufpreise für diese Lithiumtechnik dann hinterher. Also nochmal, ihr habt die Steuertechnik von Mastervolt und die Batterietechnik von Liontron, ja, die ich ja auch schon gefilmt habe. Das sind sehr rührige Unternehmer, die interessanterweise in Vario Mobil verbaut sind im Moment. Ja, das siehst du also in der absoluten, ich sag mal, Klasse der Handfertigung, muss man sagen, sind die jetzt schon drin. Was spricht für Liontron? Die Flexibilität, die sie letztendlich anbieten, in erster Linie einmal, aber auch die Lithiumblöcke selber. Wir arbeiten hier jetzt mit 200 Ampere-Stunden Lithiumböcken, können bis zu 4 in dem Credo hier unterbringen. So ist das Fach vorgesehen für die Batterietechnik. Nochmal, Credo 800 Ampere-Stunden Lithium? Jawohl. Das bringen wir unter, ohne die Stauräume zu verändern und ohne irgendwo einen Zuladeverlust zu haben. Hier sieht man auch, du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? Ich bin 1,95. 1,95, stell dich mal bitte neben die Garage, dann kann man das mal sehen. Denn
es ist unglaublich. Die Belastbarkeit so wie bei den anderen, ca. 350 Kilo, oder? 450 Kilo maximale Belastung auf der Heckgarage haben wir. 450? Ja, wobei man immer dazu sagen muss, Hinterachsbeladung sollte natürlich beachtet werden. So, jetzt viele Unterschiede zum Wettbewerb, muss man sagen. Zum Beispiel Heizungsrohre sind bei euch verkleidet. Die sind nicht sichtbar hier drin. Ihr habt Heizkörper in der Heckgarage, nicht nur Rohre, die rumlaufen. Ihr habt das Riffelblech. Ist das eine Option, Riffelblech? Oder? Nein, das ist Serie. Das, was wir hier sehen, egal ob Riffelblech, die Heizungsverkleidung, sind alles Serienkomponenten. Und das ist uns wichtig, da habe ich vorhin drüber gesprochen, die sogenannten Concorde-Gene. Egal, ob wir ein kleines Auto bauen oder ein großes, wir achten halt darauf, dass die Autos wirklich solide und langlebig sind. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, die Aufbauweise gegenüber vielen anderen Linern. Ihr habt einen komplett durchlaufenden Doppelboden. Der ist beheizt, da ist eine Warmwasserheizung drin. Also vielleicht mal von den Basics noch mal kurz zu kommen. Das Ganze ist aufgebaut wie ein Haus quasi. Zum Beispiel Erwärmung ist von den Seiten der Wände. Das ist also eine ganz angenehme Erwärmung. Kann man das Fahrzeug das ganze Jahr benutzen? Ja, natürlich. Also unsere Fahrzeuge sind immer so gebaut, dass sie ganzjährig genutzt werden können. Schau mal hier, das ist die Simone, die freut sich schon, dass wir gleich mal reinkommen. Wichtig ist ja auch die Entscheidung, wenn ich einen Credo kaufe, fahre ich ein handliches Fahrzeug von Leuten, die, ich sag mal, auch in einer ganz bestimmten Klasse sind, die sagen, ich will gar nicht 3,50 Meter Höhe, ich will keine 9,20 Meter Länge, ich möchte gern, wie fährt es sich denn? Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Also für mich, gut, ich bin auch sehr große Fahrzeuge gewohnt, fährt sich der kleine Credo wie ein besserer Pkw. SUV-mäßig so ein bisschen? Ja, so ein bisschen, lässt sich sehr moderat fahren, hat eine sehr schöne Automatikschaltung drin. Also er ist wirklich ganz entspannt zu fahren. Ja, der ist schön 179.900. Gut, das ist Basis. So werden das wahrscheinlich wenig bestellen. Ist hier eine schöne Ausstattung drin, 266.000. Allerdings muss man sagen, man kriegt ähnliche Modelle, auch etwas größer bei euch zu ähnlichen Preisen. Das hier ist ja bewusst eine Entscheidung, die der Kunde trifft, oder? Bei Credo. Das ist 100%ig richtig. Ich kriege auch ein größeres Auto ungefähr zu dieser Kondition. Nur der Kunde entscheidet, wie groß sein Auto sein soll, wie es aufgeteilt sein soll und wie er es haben möchte. Und in dem kleineren Fahrzeug hier ist exakt die gleiche Technik und die gleiche Ausstattung drin wie bei den größeren Modellen. Ja, wir schauen mal ganz kurz in so einen Boden rein. Du hast mal erzählt, durchladbar, einmal quer durch. Kannst du hier sehr gut sehen. Der ist wirklich komplett quer durchladbar. Wahnsinn. So, wenn wir reingehen, ihr habt ein kleines Wunder geschaffen. Ja? Ihr habt einen Innenraum geschaffen, der so einzigartig ist. Ich durfte von außen eben mal kurz, ich war noch nicht drinnen. Dieser Grundriss ist ganz persönlich mein Grundriss, mein schönster und liebster Grundriss. Wir schauen uns den mal an. Ja. Denn ich komme ja aus Frankreich. Kannst dir vorstellen, was ich jetzt sagen will. Die Aufbautür übrigens, die ist jetzt ein bisschen anders wie bei den großen. Sie ist etwas anders. Das ist aber dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen eine breitere Tür in dem Fahrzeug haben. Und die ist jetzt mit einer Durchgangsbreite von 630 mm auch entsprechend großzügig geworden und ist nun erstmalig hier bei den Credo-Modellen verbaut. Genauso wie aber auch die rahmenlosen, flächenbündigen Fahrerhaus-Seitenscheiben. Auch da haben wir einen neuen Hersteller gewählt. Echtglas, selbstverständlich. Oh, jetzt sieht man hier, es gibt einen neuen Hersteller. Es gab ja früher immer, ich sag mal, das ist gar nicht so trivial, so eine Seitenscheibe hier reinzumachen. Ja, was war der Grund für den Herstellerwechsel? Im Grunde wollten wir eine flächenbündige Scheibe haben. Das war mit das Wichtigste, was man hier sehr gut sehen kann, weil sie einfach von den Geräuschentwicklungen während des Fahrens deutlich leiser ist, als das bei den herkömmlichen Scheiben der Fall ist. Und einfach auch State of the Art mittlerweile im Reisemobil ist. Vielleicht noch eine Sache, die man nicht sehen kann, aber die einem jeder Concorde-Fahrer, glaube ich, erzählt, das ist die Motorraumdämmung. Ihr habt unglaubliche Motorraumdämmung. Da seid ihr, glaube ich, in der Branche seid ihr Nummer 1. Du steigst in das Auto rein, wir dürfen leider nicht hier anmachen. Du kannst dich selbst bei Überholvorgängen flüsternd unterhalten, wo andere sich anschreien müssen. Ja? Das heißt, wir reden hier Drehzahlen 3200 Umdrehungen, die ja beim Überholen da sind. Wir reden ja nicht über 87 km/h, die man fährt. Ja? Und wie macht ihr das, dass das Auto so leise ist? Schön, dass du es ansprichst. Es ist im Grunde relativ einfach. Wir sind ja einer der ganz, ganz wenigen Hersteller. Wir waren bis zu Anfang dieses Jahres der einzige Hersteller, der den Chassisumbau selber macht. Mittlerweile gibt es im Volumenbereich auch eine Gruppe, die das ebenfalls tut. Und wir haben uns speziell der Motorstirnwand angenommen und haben die entsprechend gut einisoliert und ein Geräuschdämmkit entwickelt, das übrigens serienmäßig bei uns dann auch dazu verbaut wird, ein normaler Standard.
über das wir wirklich dann die Motorgeräusche im Innenbereich des Fahrens extrem runterbringen können. Wir reden von extrem. Das sind teilweise 6, 8 dB weniger als der Wettbewerb. Das heißt, so leise, dass ich letztes Mal bei einem Kumpel von mir, der einen neuen Concorde hatte, ja, Markus, herzliche Grüße, der hat den Motor angemacht und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht, dass er so leise ist? Hat er gesagt, gar nichts. Der kam so und er musste, glaube ich, die Motorraumdämmung nicht extra bezahlen. Nein, die ist definitiv Serie. Das ist für uns auch ein standardtypisches Concorde-Gen, was wir in die Fahrzeuge hineinsetzen, um einfach einen echten Reisekomfort zu bekommen. Ja, irgendwann kommen ja mal die elektronischen Busspiegel. Ich glaube, im Moment ist die Zertifizierung noch gar nicht da für den Daily, was kommt. Aber ich sag mal, diese Spiegel in weiß, ist das nicht ein Problem mit dem Fliegen im Sommer? Oder gibt es ja auch in schwarz? Die gibt es, serienmäßig sind die in schwarz. Das ist eine Option, dass wir sie in Bicolor weiß mitlackieren. Ist einfach eine Design- und optische Geschichte. Mir persönlich gefällt es sehr gut und ich reinige gerne auch mal mein Auto zwischendurch. Deswegen sehe ich da keine große Schwierigkeit. Ja, vielleicht eine Besonderheit, Busscheiben gerne mal eingeklebt. Hier sagst du aber trotzdem, Sie sind jetzt hier eingefasst, ja. Ihr habt alles dafür getan, dass Windgeräusche so gering sind wie irgendwie möglich. Richtig, das haben wir. Sehr schön. Wir gehen gleich mal rein. Assistenzsysteme auch bei dem Kleinen möglich? Selbstverständlich, ja. Du siehst ja gerade die Kamera in der Windschutzscheibe drin, du siehst das Radar unten in der Stoßstange. Also rein von daher, auch dieses Fahrzeug ist mit allen Assistenzsystemen ausgestattet, die Iveco im Moment bietet. Da gibt es auch das beleuchtete Logo bei euch? Auch bei dem gibt es auf Wunsch das beleuchtete Logo. Ja, das ist nämlich hier schon Kult auf der Messe. So, jetzt gehen wir rein. Das ist hier eine Verkaufsmesse, muss man sagen. Das heißt, die Leute kommen rein und hier sieht man sehr schön 2 Stufen, dann ist man drin. Wir gehen mal kurz nach rechts, dann können wir schon mal anfangen. Und das Besondere ist, glaube ich, nicht hier vorne zu sehen, lieber Markus, sondern das Besondere ist hinten zu sehen. Schon. Also es ist nicht nur hinten das Besondere zu sehen, sondern auch vorne ganz viel Besonderes zu sehen. Okay, ich nehme es zurück. Es ist alles besonders hier. Ja, der Wagen ist halt komplett neu und wir haben jede einzelne Komponente neu gedacht und auch versucht, es entsprechend neu zu gestalten, dass ich noch mehr Nutzkomfort aus diesen einzelnen Bereichen bekomme. Das fängt mit der Sitzgruppe an, die sich weit öffnend letztendlich dann hier darstreckt und ich damit auch eine geräumige Wohnzimmerlandschaft bekomme, die mit bis zu 4 Personen bequem und komfortabel genutzt werden kann. Markus, sei mal gerade so lieb, stell dich mal kurz hier rein. Ich kann es ja gar nicht fassen, wir sind wirklich im Credo. Na klar sind wir im Credo. Du bist 1 Meter und? 95. Wie hast du das denn geschafft? Die Gesamthöhe vom Fahrzeug, was hat er? Die Gesamthöhe ohne zusätzliche Sonderaufbauten liegt bei 3,21 Meter. 3,21 nur? Das Auto, wie es hier steht, ist mit ein paar zusätzlichen Dachaufbauten versehen und liegt jetzt bei 3,34 Meter. Wenn du mal so nett bist, setz dich doch mal bitte auf den Fahrersitz. Ja, klar. Wir sind echt im Credo. Wir sind im Credo. Warte mal, ich lasse das mal wirken hier. Ja. Und ich kenne ja ganz, ganz viele Fahrzeuge, die wirklich so vom Raumgefühl und allem drum und dran einzigartig sind. Simone, wenn du mal gerade so nett bist, zumachst, gerade mal, weil wir für die Filmarbeiten... es wird schon geschlossen. Sorry, wir müssen das Auto mal ganz kurz sperren. Die Zeit nehmen wir uns und gönnen wir uns, damit wir das Auto auch richtig vorstellen können. Ja, interessant ist, das Hubbett ist gerade. Das ist also nicht nach vorne angeneigt. Das schafft ein ganz anderes Raumgefühl. Also ich bin ganz beeindruckt. Es ist fast so, als hätte man Hubbett-Entfall. Wirklich. Ja, gut, du lachst, aber ich kenne das so nicht. Ich schmunzel, weil ich mich einfach auch selber darüber freue, dass uns das so gut gelungen ist, dass wir das Hubbett auch jetzt wirklich in den Möbelbau mit eingebunden haben. Und man muss schon wirklich zweimal hinschauen, um zu erkennen, hier ist ein Hubbett vorhanden. Ja, also das ging mir gerade eben auch so. Ich habe ganz kurz so, da ist eine Matratze und dann, Sag mal, Fahrzeugbreite? 2,35 haben wir bei dem Auto. Wie habt ihr das denn gemacht? Also ich bin jetzt hier. Simone, geh mal bitte in die Küche rein. Also zwischen Küche und Kühlschrank. Dreh dich mal bitte mit etwas ausgestreckten Armen. Du hast irre viel Platz. Wir haben 2,35. Und wenn du genau hinschaust, haben wir sehr oft mit konvex und konkaven Formen gearbeitet. Und das bringt die Räumlichkeit in das Fahrzeug hinein. Und aber auch dieses nicht so kastige, ne? Genau. Wir haben versucht, einen Gang in das Fahrzeug auch hineinzuziehen, der eine gewisse Grundbreite immer beibehalten soll. Und so führen wir im Grunde dann nicht gerade durch das Auto durch, aber schon letztendlich sehr sicher und sehr breit. Was mir echt gut gefällt, ist, du siehst immer mehr Stoff auf der Messe. Also ich sag mal, Leder war ja immer, aber wenn man das jetzt sieht in der Kombination mit dem Holz und den Farben, ich habe ja selbst meinen SUV ja bestellt in genau der Farbe, wie er drin war. Ich habe zu Sabine gesagt, Sabine, sei mir nicht böse, wir nehmen den genauso, wie er hier steht. Gehen die Leute mehr auf Stoff mittlerweile wieder?
Es wird definitiv wieder mehr Stoff, das ist auch ganz nett zu sehen. Mir persönlich gefällt Stoff sogar auch etwas besser als Leder, weil es einfach immer wieder doch einen etwas gemütlicheren Charakter noch da reinbringt. So, die ganzen Verkleidungen, das ist so aufwendig gefertigt, ja, dass ich schon Angst bekomme, es könnte klappern. Aber das ist auch wieder eine Besonderheit bei Concorde. Das Rappel-, Rumpel- und Klapper- und Quietschverhalten ist fast auf, ich sag mal, Manufakturniveau von außen nach innen. Ihr baut ja wahrscheinlich hier auch die Seitenwände zum Schluss dran, aber ich bin mal mitgefahren, also wer das kennt, du fährst das, dann kommst du nach 4 Wochen nochmal wieder, hast die Fehlerliste, Mängelliste. Das ist selten bei euch. Also ich sag mal so, entklappern, entquietschen, entknarzen, das ist viel seltener als bei anderen. Ja, also zum einen widerspreche ich dir so ein klein wenig. Auch bei uns kann es eine Fehlerliste geben. So ist das nicht. Also es wäre vermessen zu behaupten, dass unsere Autos absolut fehlerfrei sind. Und das würde ich auch nie tun. Zum anderen ist es aber in der Tat so, dass wir Grundprinzipien, wie wir ein Fahrzeug aufbauen, vom kleinsten bis zum größten auch wirklich exakt identisch halten. Und nach diesem Schemata die Fahrzeuge dann auch konstruiert und später produziert werden. Und wir achten schon sehr stark darauf, dass wirklich keine Knatsch- und Quietschgeräusche in irgendeiner Form entstehen können. Ja, ihr habt... ich sag mal, ein ganz besonderes Cockpit, was es so nicht in einem Katalog von irgendeinem Zulieferer gibt. Ihr baut es selber. Das bauen wir komplett selber, ja. Ja, und wenn man das sieht, es ist dem Fahrer angeneigt. Es ist so eine Mischung aus dem ganz großen Cockpit und dem ganz kleinen. Und das Ganze, die Integration, dafür werdet ihr oft gefeiert, oder? Sehr oft, ja. Weil mittlerweile die Kunden wirklich erkannt haben, wie angenehm es ist, aus der Sitzposition heraus wirklich jedes einzelne Komponente dieses Fahrzeuges zu bedienen. Also ganz ehrlich, Markus, das ist ja kein Baby-Concorde mehr oder ein Babyliner. So im Innenraum, wenn ich das hier sehe, ich meine, Zielgruppe ist ja hier wahrscheinlich die Leute, die sich einen etwas größeren oder das größte Wohnmobil aus einer anderen Firma zum Beispiel ausgedacht haben, dann das erste Mal im Concorde sind, das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen und sagen, naja, für das Geld kriege ich ja sogar einen Concorde, ja. Auch von der Größe her, oder liegt da falsch? Also es ist ganz interessant, 2 Themen, was wir hier auf der Messe gesehen haben. Zum einen, dass sich wirklich mit dem Credo hier jetzt viele Kunden auseinandersetzen, die gar nicht vorher mit dem Gedanken gespielt haben, einen Concorde kaufen zu wollen, sondern eher in den Bereichen der großvolumigen dreiachsigen Fahrzeuge unterwegs waren. Das andere ist aber, das war ein Phänomen, was wir auf unserer internen Preview zum Sommerbarbecue erlebt haben, dass spontan unsere Kunden selbst gesagt haben, ich fahre zwar einen Centurion 1100 zum Beispiel, aber ich habe lange überlegt jetzt, ob ich noch einen Lastrada dazu kaufe für so kleine Wochenendtrips, weil mir der große da manchmal dann doch ein Ticken zu groß ist. Ja. Und dann aber spontan umentschieden haben und gesagt haben, nee, ich bestelle einen kleinen Credo. Ja, es ist eigentlich für euch ein teures Auto. Ich schiebe die zwar immer so dazwischen, aber der Bauplatz ist ja auch weg. Das heißt, dadurch, dass das ja ein Original Concorde ist, bekommt man sehr, sehr viel Auto für einen Bauplatz für relativ moderates Geld. Also ich habe ja hier Autos gefilmt, 700.000 Euro, das geht. Ich sag mal, wie geht man denn da vor? Weil viele gucken ja so, was hat der Nachbar auf dem Hof stehen? Je größer, desto besser. Viele vergessen das in Italien. So Pinienbäume auch mal gerne, ich sag mal, einem die Einfahrt versperren. Die Campingplätze fragen nach der Größe. Also wie oft habe ich keinen Platz bekommen auf den Plätzen, weil ich gesagt habe, ey, das Ding ist über 8 Meter. Ja, das ist sicherlich ein Thema zwischendurch mal. Man wählt seine Urlaubsrouten auch häufiger so aus, dass man mit dem Auto entsprechend auch die Plätze findet. Ich persönlich habe ja noch den Luxus dann, dass ich mir mein Urlaubsauto aussuchen kann nach der Region, wo ich hinfahre und deswegen dann ein bisschen variieren kann, ob ich mal mit einem großen Auto unterwegs bin oder mit einem kleineren. Generell tendiere ich aber auch dazu zu sagen, wenn ich persönlich privat unterwegs bin, sollte mein Fahrzeug, mit dem ich dann reise, nicht wesentlich länger als 9,5 Meter sein, weil das wirklich eine schöne Reisegröße ist. So, wir zeigen das mal. Also wir werden jedes Detail zeigen. Natürlich ist es ganz wichtig, dass man Echtglas Geschirr mit dabei hat für einen schönen Wein. Den will man nicht aus Plastikbechern trinken. Das ist sehr aufwendig gefertigt. Also was rauszufräsen, das ist aufwendig. Das sieht so einfach aus. Ja, es ist einfach, aber auch das ist ein typisches Concorde-Gen, was wir hier jetzt gerade sehen. Jedes unserer Fahrzeuge hat eine Glasvitrine und selbstverständlich hat der kleine Credo sie auch wieder bekommen. Er hat eine richtige Jalousie, also wie die großen. Da wurde auch nicht gespart. Auf Wunsch auch Privacy, wenn man das möchte? Selbstverständlich. Wobei schon in der Serienausführung die Jalousie, die wir hier jetzt gerade sehen, ist eine Optionsvariante.
In der Serie hat er ein Plissé vorne mit Privacy-Funktion und selbstverständlich bekomme ich für diese Variante genauso die Privacy-Funktion dazu. Ja, Thema Sound. Ihr habt sehr früh im Kopfbereich des Fahrers, klingt ja schon unglaublich, dass man darauf hinweisen muss, ja, Hoch- und Mitteltöner installiert, die das Klangbild stark verbessern, ja. Mittlerweile arbeitet ihr mit namhaften Herstellern zusammen, lasst das Ganze wirklich am Computer ausrechnen. Sound ist so wichtig, nicht nur für die Navigation, ja, sondern ich sag mal, das macht die Leute glücklich. Die geben viel Geld aus und es klingt schlechter oft als, ich sag mal, im ganz normalen Pkw, ja. Und genau das ist der springende Punkt. Tagtäglich fährt man einen Pkw und hat ein exzellentes Soundsystem dort, was man jeden Tag hören darf. Wenn ich dann in den Urlaub fahre, möchte ich doch mindestens die gleiche Qualität haben oder aber auch die Qualität, die ich zu Hause in meinem Haus oder in meiner Wohnung vorfinde. Und uns ist Sound wahnsinnig wichtig. Wir haben Soundsysteme, die auf die Fahrzeuge eingemessen und abgestimmt werden, aber wirklich auch, wie du gesagt hast, vorher erst einmal am Rechner entwickelt werden. Wir haben uns exklusiv auf Jenat verständigt, der unsere Soundsysteme für uns auch entsprechend fertigt und unterteilen die sogar in den Bereich Wohnen und Schlafen. Du kriegst also 2 verschiedene Soundsysteme bei uns. Ja, sieht man sehr schön, wie aufwendig das Ganze hier im Fahrerhaus nochmal natürlich auch gedämmt ist, aber auch beheizt ist. Das ist ganz wichtig, denn es fängt schon an, dass die Leute ja hier reinschauen können, die Verarbeitung, die ganze Haptik. Ihr habt viele Handwerker als Kunden. Das ist ganz besonders gemein, weil ihr habt viele Gewerke hier drin. Das ist also vom, ich sag mal, Klempner über Elektrobauer, über Schreiner, über was weiß ich alles. Hier darf man überall hinschauen, oder? Selbstverständlich. Du kannst jede Ecke filmen von dem Fahrzeug. Wir haben hier überhaupt nichts zu verstecken, denn handwerklich ist alles in jeder Ecke und in jedem Bereich und auch bei jedem Gewerk ganz sauber und fachmännisch ausgeführt. So, ich zeige das mal gerade. Ja, Concorde, das ist ein Hersteller, rund 400 Fahrzeuge, du unterbrichst mich, wenn es nicht stimmt. Ihr wollt nicht auf Teufel komm raus expandieren, sondern ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, die besten Autos im Segment zu bauen. Ja, das ist entscheidend für uns. Wir wollen also nicht mehr wachsen, wir wollen nicht mehr Volumen mit aller Gewalt auf die Straße bringen, aus mehreren Gründen. Zum einen leidet immer, wenn ich weiter wachse, die Qualität der Produkte darunter. Wir wollen die bestmögliche Qualität in unseren Fahrzeugen haben. Zum anderen ist es aber auch deutlich wertstabiler, wenn ich ein exklusives Fahrzeug habe, das in der Stückzahl auch ein Stück weit begrenzt ist dann hinterher. Ja, sehr schön. Ich zeige das mal gerade. Das ist die Integration eines Fernsehers. Und jetzt soll man ja meinen, wenn man so ein kleines Auto hat, bitte Markus, zeig uns doch mal, wo der Fernseher ist. Dann kriegt man auch nur einen kleinen Fernseher. Mittlerweile haben selbst kleine Knaus haben ihre 50 Zöller drin. Ja. Aber das klingt so easy, was ihr hier gemacht habt. Ja, das ist gar nicht so einfach, so einen Fernseher unterzubringen, sodass er optimal funktioniert und auch so groß ist. Also das habt ihr so perfekt gemacht hier. Ja, also wir haben jetzt hier ein 32 Zoll TV, das wir in den Wohnbereich mit integriert haben. Und das ist von den Abmessungen her zu den Sitzplätzen, aus denen ich heraus dann Fernsehen gucken kann, eine sehr schöne Größe. Jetzt sieht man hier, die Flächenvorhänge sind hier verbaut. Bekomme ich denn hier bei dem Fahrzeug auch diese Holzjalousetten? Auf Wunsch wären die auch lieferbar. Wobei ich persönlich finde, die Schiebegardinen, die jetzt hier drin sind, viel schicker. Weil sie passen viel besser sowohl zum Möbeldesign als auch zur Sitzgruppe. Wow, das war jetzt mal wieder ein Aha-Effekt. Das Thema Wow-Effekt beginnt jetzt. Sollen wir mal ganz nach hinten gehen, Simone? Dass du vielleicht dich einmal auf das Bett schmeißt. Denn dieses Bett ist so oder so ähnlich. In den größten Linern bei euch verbaut. Zumindest ist es direkt so die Anleihe. Und ich habe euch gesagt, das ist der Wahnsinn, was euch erwartet. Dieses Bett hier, ich glaube, die Fachpresse hat nicht umsonst euch zur Nummer 1 gewählt in der Liner-Klasse. Das war mit welchem Modell? Mit dem Charisma haben wir das goldene Reisemobil gewonnen durch die Autobild Reisemobil, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Was aber auch zeigt, das ist nicht mal der größte, den wir im Programm haben, dass wir bei jedem Auto eben extrem viel Wert darauf legen, dass es exklusiv ist und wirklich alle Liner-Gene auch in sich hat. Das ist abartig, wie viel Platz man hat. Ihr seid ein Querschläfer mit einer Bettlänge von, du bist ja jetzt 1,93. Wäre das ein bisschen klein für dich? Nein, ist nicht so klein. Es hat 2 Meter von der Länge her. Und damit kann ich auch da sehr gut drin liegen. Und es hat eine Breite von 1,50 Meter. Das ist Wahnsinn. Also ich habe ja jetzt im Affinity geschlafen auf 1,30 Meter und das ging. 1,50 Meter für ein französisches Bett ist wirklich üppig. Und das heißt, die eine Seite ist ein bisschen länger wie die andere, kann man das sagen, oder? Sie ist nicht etwas länger, sie ist leicht abgerundet, ja, die eine Seite letztendlich. Aber ansonsten am Kopfende beide gleich breit.
Und ich denke, da kann man auch wirklich komfortabel zu zweit drin liegen. Sag mal, das ist ja Großliner-Luxus hier hinten drin. Also wenn man das kennt, allein schon die Optik, wenn ich hier reinkomme. Ich meine, es ist ja so das sind so die ersten 10 Sekunden, Markus. Du kommst hier rein, like it or like it not. Ja. Und hier, guck mal hier rein, das sieht ja aus wie im Luxushotel. Und geht mittlerweile jedem so. Es ist mir auch so gegangen, als ich das allererste Mal in das fertige Auto reingekommen bin, es wirklich komplett war, Polster drin waren, bin ich hier reingekommen und habe mich sofort wohlgefühlt. Es ist so eine ganz warme, angenehme Atmosphäre in dem Auto mit einem sehr schönen, warmen Licht dann hinterher dazu und man muss sich einfach wohlfühlen, wenn man reinkommt. Ja, eine große Gefahr sind diese Messelampen hier, muss ich immer sagen. Ihr habt so ein tolles Lichtdesign, aber es geht nicht anders. Die Fahrzeuge müssen hell sein, sie müssen unglaublich stark beleuchtet sein, aber so richtig rüber kommt das Ganze erst, wenn die Messebeleuchtung ausgeschaltet wäre. Es ist so, ich sag mal, die Lichtdesigner, wenn du allein schon mal hingehst, du gehst mal zu einem Lichtspezialisten, lässt dich beraten, nimmst die Lampen, ich sag mal, der soll ein Lichtdesign entwickeln. Das ist unglaublich aufwendig, ja. Ihr macht das für jedes Auto neu. Auch das ist richtig. Wir machen uns im Vorfeld sehr viele Gedanken darüber, wo wir illuminieren wollen und wie wir das Ganze tun wollen. Und das Ergebnis ist aber auch gut sichtbar. Jedes Auto hat ein perfekt auf das Fahrzeug abgestimmte Lichtsystem von direkten und indirekten Leuchten. Das ist ja krass. Ihr habt das geschafft, mit indirekter Beleuchtung hier ein imaginäres Leuchtband zu schaffen, was eigentlich nur, ich sag mal, es ist eigentlich nur eine Reflexion von oben. Aber es sieht so dreidimensional aus. Mensch, es ist ein Credo. Also die Frage ist, die Kollegen filmen ja gerade alle anderen Modelle, die ihr habt. Ja. Und ich filme mal gerade in den Raum rein. Markus, 1,93 Meter plus Schuhe. Gut, die sind jetzt, haben jetzt keine Riesenabsätze. Das Auto ist geeignet wirklich auch für große Leute. Dann natürlich den großen Tech Tower drin, wie bei allen anderen. Na klar, also die technischen Ausstattungen, ich hatte es ja schon mal erwähnt, sind immer identisch bei uns. Hubbett mit drin. Das heißt, 1 Tonne Zuladung, hast du gesagt, rund. Genauso wie er hier steht, hat er 986 Kilo, glaube ich, wenn ich es richtig... 982 hat er, Entschuldigung. 982 Kilo Zuladung. Exakt so, wie er hier steht. Da ist der Fahrer schon mit drin. Da ist der Fahrer mit drin. So, und dann ein kleines Kochfeld, das finde ich gigantisch. Was ich auch toll finde, ist hier so Kleinigkeiten, die habe ich jetzt in der großen Liner-Klasse gesehen. Das kennst du natürlich ja von Profiküchen. Ja, das ist die ausziehbare Steckdosenleiste, ist ein Standard, den wir sonst auch bei den Großen drin haben. Aber genauso mittlerweile, wir sind sehr gut aufgestellt. Abfallbehälter, du findest einen in der Küche selber, findest aber 2 zusätzliche dann in den mittleren Auszügen. Überall. Ja, bitte. Findest aber generell noch 7 weitere Auszüge dazu. Und das ist Serienstandard dieser Küche bei uns, dass du wirklich hier die Schubladen, die durch die indirekte Beleuchtung, das ist ein zusätzlicher Effekt, gleichzeitig wieder angeleuchtet werden. Das siehst du sehr gut, dass du sofort in die Schublade reinsehen kannst und auch hell erleuchtet dann genau siehst, was du dort alles versteckt hast und was du drin findest. Ihr habt eine Schubladenbeleuchtung durch diese indirekte Beleuchtung geschaffen. Du merkst, wie das nach unten reinstrahlt und siehst ja sofort, das Licht fällt drauf. Ja, genial gemacht, muss man schon sagen. Ja, hier unten, es ist ja so, das beste Auto zu bauen ist ja gar nicht so einfach. Ihr habt einiges getan. In der Geschäftsführung habt ihr jetzt jemand, der, ich sag mal, leidenschaftlicher Handwerker. Er hat es letztes Mal beschwert, hat gesagt, ich glaube, er hat studiert und so weiter. Aber Handwerker ist nicht abwertend gemeint, sondern der wirklich da in die Fertigung reingeht, der jede Sache 3-mal angeht. Merkt ihr das? Definitiv. Also, und sein Credo ist ja letztendlich auch, geht nicht, gibt es nicht. Und er schaut sich die Dinge in Ruhe an und ändert sie auch. Da kommt zusätzlich mit hinzu, und das finde ich persönlich genauso beeindruckend. Ich bin selber Reisemobilist, er ist Reisemobilist noch viel stärker als ich es denn bin. Er ist fast jedes Wochenende mit seinem Auto unterwegs, macht sich immer wieder Gedanken darüber. Wir diskutieren ganz viele Sachen dann, wie man was neu machen kann, was verändern kann und wie die Autos einfach zweckmäßiger und praktischer werden. Ohne dabei einfach das Design dann hinterher zu unterbrechen oder zu stören. Ja, wer sich auskennt, rund ist teuer. Das ist so eine alte Faustregel beim Hausbau. Hier, die ist die Tür, zum Beispiel rund. Ja, alles, er hat es eben gesagt, konvex, konkav, Korrekt. Überall. Um den Durchgang einfach breit zu halten. Wenn ich sie öffne zum Raumbad hin, zum Beispiel, habe ich aber gleichzeitig wieder ein sehr großzügiges Bad, wo ich die Dusche in das Bad mit einintegriere. Ja. Und das Schöne ist, durchaus mal reingehen, wenn ich die Tür wieder schließe, es ist so viel Platz in dem Raum, dass ich wirklich auch ganz angenehm zur Toilette gehen kann. Echtglas.
Echtglas, die Tür, ja. So, und das war jetzt auch dieses satte Schließen, was du hast. Das ist jetzt die Toilette. Hier kann ich nur Schemen erkennen. Ja. Unvorstellbar. Wenn ich hier zumache, habe ich ein Raumbad. Das ist also auch ein Vorteil. Wenn du mal kurz reinkommst, bitte, Markus. Sei mal so nett. Mal in den Schlafbereich trittst. Simone, könntest du mal bitte öffnen? Elektrisch war das? Ja, ja. Das ist ein elektrisches Schloss, das komplett einfährt und automatisch wieder schließt, wenn ich an einen Anschlag komme. Darf ich das mal bitte mal schließen? Ja. Ich filme das mal mit. Gehst du rein? So, und jetzt mal öffnen. Wo ist da eine Batterie drin? Oder? Da ist eine Batterie drin, ja. Okay, wenn ich mal drin bin, die ist leer. Die Frage wird kommen. Ja, dann habe ich relativ einfach eine Notentriegelung dahinter. Sehr schön, das war die So, dass Frage. ich einfach nur den seitlichen Griff komplett einmal abziehe. Also ich kann extrem leise auf Toilette gehen, oder? Okay. Das ist ein Riesenplus. Wenn du mal so nett bist, gerade mal schließ komplett jetzt mal die Tür, Simone. Nee, in die andere Richtung. So, dann kann man aus diesem Bereich, obwohl wir in einem Auto sind, was... Ach, du bist eigentlich, dachte gerade, du bist auch noch da drin. Das ist ja unglaublich. Bitte, wenn du mal gerade so lieb bist, setz dich mal auf die Toilette. Ich finde das Bad sauschick. Warum? Auch wieder hier diese Marmoroptik und einfach die Aufteilung ist super. Auch hier wieder rund, also das zieht sich durch. Ja, ist einfach super genutzt wieder der Guck mal, Platz. das hier ist wahrscheinlich auch der Heizkörper wieder drunter, hier in dem Bereich. Da ist eine Erwärmung dahinter, genau. Ja, genau. Und das ist ganz neu, damit man Platz gewinnt. Wurde, ich sag mal, dieser typische Röhrenheizkörper, auf den die Frauen ja nun wirklich stehen und auch die Männer teilweise, ja. Meine Frau guckt zuerst, ist da so ein Röhrenheizkörper drin? Aber der nimmt so viel Aufbau. Das sind Zentimeter, die spürst du später, oder? Erstens spürst du die Zentimeter und zweitens steckt auch eine ganz andere Philosophie noch dahinter. Ja. Urlaub soll so komfortabel und so schön wie möglich sein. So ein Handtuchheizkörper, der so viele Rillen hat dann hinterher, ist ein echter Staubfänger. Ja, absolut. Überall ist Staub. Und Also, das ist viel pflegeleichter, viel schneller und viel einfacher sauber zu halten. ja, ich habe ihn eigentlich immer gerne benutzt, um die Socken zu trocknen, muss ich sagen. Die habe ich dann immer drüber gehangen. Aber jetzt guck mal, die Beinfreiheit in der Toilette, das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor. Dass gerade große und schwere Männer und Frauen, die lange Beine haben, da nicht hinkommen. Ich persönlich habe mir jetzt bei Sabine auch den Wohnraumteppich mitbestellt, weil der ist ab Werk unglaublich günstig, muss man aufpassen. Aber wenn man ihn hat, es lässt sich unglaublich wohnlich hier drin leben. Ja. Das ist mir auch direkt aufgefallen, als ich hier reingekommen bin, dachte ich mir, oh, das ist schön mit dem Teppich, es ist gemütlich. Ja, du kannst ihn jederzeit hochheben, bitte mal hochheben. Das ist ein besonderes Muster. Ihr habt so eine Schiffsoptik mit drin. Genau. Das ist auch, seid ihr einer der ganz wenigen, die das anbieten. Ja, ich glaube schon, es gibt nicht viele Hersteller, die in diesem maritimen Look dann letztendlich auch den Boden hier reinsetzen. Ist das eine kleine Yacht auf Rädern? Wir verwenden sehr oft die Begrifflichkeit Landjacht für unsere Fahrzeuge und wir sehen sie auch als kleine Landjachten oder auch größere. Ja, ihr seid Mitbegründer auch von einem Anbieter, der nichts anderes macht als Campingplätze testet. Ja, das ist Wahnsinn. Der ist bei euch am Stand mit drauf. Der hat ein spezielles Heft für noch größere Fahrzeuge. Aber hier, habe ich ja jetzt so ein bisschen so die... Ich zeig mal gerade, das ist das Ausgleichsgefäß von Alde. Ja, wir haben Fußbodenheizung hier, Warmwasser. Eins muss ich jetzt korrigieren, wir haben eine Warmwasserzentralheizung natürlich, die von Alde, aber keine Fußbodenheizung. Aber der Raum darunter, der ist ja doppelt und da läuft es ja auch beheizt. so. Ich bin nicht direkt am Boden, sondern ich sag mal, es ist nicht kalt wie draußen am Fußboden. Nein, ne? definitiv nicht. Wir beheizen den Zwischenboden, damit also da auch nichts einfrieren kann. Müssen wir auch, weil da ja zwangsläufig die Tanks sitzen. Wir haben bei größeren Fahrzeugen zusätzlich nochmal eine echte Fußbodenheizung mit Wasserrohren, die dann durch das Sandwich gelegt sind. Das haben wir bei dem hier jetzt nicht, sondern haben hier dann direkt das Innenheizungssystem drin. So, also das habe ich gelernt. Jetzt kann man diese Tür auch nochmal schließen. Ja. Wenn du mal gerade reingehen würdest, die einfach mal schließ bitte, Markus. Ja, das mal zeigen, weil man kann sich zweifach entkoppeln und hat damit natürlich eine riesen Isolierung. Und jetzt merkst du, wenn du mal gerade was sagst, bitte. Ja. Hörst du mich noch? Viel leiser. Das ist, und jetzt die zweite Tür noch zu, dann auf der anderen Seite. Und dann hat man es. Markus, mach nochmal auf, bitte. Ja. So, also eine richtige Abtrenntür. Und jetzt die Frage, die ich dir stelle, ist: Was ist denn hinter dieser Verkleidung dort? Weil da steht hier öffnen. Sollen wir es einfach öffnen? Bitte. Machen wir. Sensationell. Noch nie gesehen sowas. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, ich habe es gesehen, weil wir haben es ja entwickelt letztendlich. Aber der Fernseher muss ja irgendwo untergebracht werden, auch im Schlafzimmer. Wir haben lange Zeit überlegt, wie wir es geschickterweise machen, dass er auch nicht stört. Und dann ist er einfach in dem Schrank verschwunden. Auch hier wieder ein Soundsystem direkt drunter. Also ist das dabei oder ist das eine Option? Das ist immer in Kombination mit dem TV, wenn es so bestellt wird, ist das Soundsystem sofort dabei. So, also wenn ihr mich erlebt und ihr kennt mich, ja, wenn etwas schlecht ist, sende ich es nicht. Aber wenn es so gut ist, dann darf man auch mal sagen, Mensch, Hut ab. Das ist wirklich toll geworden. Wenn du das mal bitte anhebst, dass wir mal drunter gucken. Eine besondere Situation ist wirklich das Bett. Also die meisten sagen, ich schlafe hier besser wie zu Hause. Und damit das auch so ist, habt ihr eine, ich sag mal, Serienmatratze, die ist schon gut. Ja. Und klar, da gibt es einen Anbieter, da kann man es dann noch verbessern. Habt ihr das Schnittmuster mit anderen geteilt? Wenn einer sagt, ich will noch einen Topper haben, gibt es da Spezialisten? Da gibt es, ja. Die auch angeboten werden letztendlich, egal ob das Topper ist oder spezielle Spannbettlaken dann hinterher auch für die Form der Matratzen sind ohne weiteres verfügbar. Das Holz, die Holzfarbe, was hat die für einen Namen? Ebano Silber ist das. Und ein Silber. Ja, ich bin wirklich begeistert. Ist hier ein Schrank? Ja, ist ein Schrank, klar. Kleiderschrank, überleg mal, das sind unter 8 Meter. Ein Kleiderschrank so groß wie im Tabat Wohnwagen. Ich habe die nämlich immer anmoderiert. Du kommst vom Wohnwagen, kommst in ein Wohnmobil rein und hast keinen Kleiderschrank mehr. Und du weißt ja, wie groß die im Wohnwagen sind, ja. Und der ist ja mal mindestens so groß wie der in einem Wohnwagen, oder? Ist er, ja. War uns auch wichtig, dass wir vernünftig Stauraum auch in dem Fahrzeug haben. Ich mal eine blöde Frage stellen. Was ist das hier, das Schwarze da, hier drunter? Das hier in der Mitte eingearbeitet ist in der Tür? Das sind zusätzliche Züge, damit die Tür sich selber nicht verziehen kann. Die wird leicht auf Spannung gesetzt, damit sie wirklich immer 100%ig plan und gerade bleibt. Also da, wo andere hingehen und machen dort ein Profil rein, braucht ihr nicht. Ihr habt das ausgefräst und Züge gespannt. Genau. Echt? Ja. Ist das schlimm? Nee, hab das noch nie gesehen, sowas. Ist das vielleicht Versteckbahn dann? Oder? Wir machen uns halt ein bisschen Gedanken um die Qualität der Fahrzeuge. Weil so eine Tür, so groß, du weißt ja selber, Holz arbeitet. Ja, genau. Ich bin begeistert. Ist also ein Thema, mit dem er ja jeder mal in irgendeiner Form in der Vergangenheit schon zu tun hatte. So, und da ein Riesenspiegel, guck mal, in die Tür integriert. Dann die Dusche. Auch da mal bitte, Markus, geh mal bitte rein. Da will ich Simone nicht reingehen lassen, weil deine Größe ist gerade so schön. Meine Größe ist gerade so schön, dass ich das kann, gell? 1,93, das hast du ja selten. Hinter den Türen. Mit der Stange ist halt ein bisschen schwierig, aber so. Du kannst dich da duschen. Ich kann mich duschen, ich will nur die Stange rausnehmen. Die Stange würdest du rausnehmen, ja. Ist die Serie die Stange? Oder? Die Stange ist Serie. Die Stange ist Serie. Weil auch gerade im Wintercamping viele ja da auch feuchte Sachen dann hinterher reinhängen in den Duschraum. Und dafür ist er ja zusätzlich mit konzipiert. Also, liebe Zuschauer, bevor ihr euch jetzt ein Fahrzeug in der Klasse Länge nochmal? 7,49 Meter. 7,49 Meter. Überleg mal, wir haben einen Kastenwagen gezeigt, 6,40 Meter, den ich so liebte. Der ist gerade mal 1 Meter länger. Ja. Erscheinungsbild richtig Liner. Dann ist das ja eine bewusste Entscheidung. Jemand, der sagt, hey, ich will so einen kleinen haben, der hat eine Tonne Zuladung, hat einen riesen Kofferraum mit drin, hat dieses mega Bett hier hinten. Ja. Man hat alles, was man braucht. So. Und mehr. Der gute Deutsche liebt ja längs Einzelbetten, das habt ihr auch im Programm, oder? Na klar. Nicht, dass Sie denken, das wäre jetzt alle so. Das Auto ist im Prinzip mit längs Einzelbetten ziemlich exakt gleich aufgeteilt, dass nur der Schlafbereich abgeändert wird. Das Auto ist einen halben Meter länger, ist dann bei 7,90 Meter und hat die längs Einzelbetten. Ja, das ist eben das zweite Auto genannt, aber ich glaube, viele wären froh, wenn sie das als erste Auto hätten, ja, das haben können. Es ist erreichbar, so ist es. Lieferzeit von dem haben viele Händler vorgeordert bei euch? Im Grunde haben alle Händler vorgeordert. Und es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie Fahrzeuge jetzt schon verkauft worden sind hier auf der Messe. Denke ich, ist ein Credo durchaus verfügbar für unsere Kunden im Frühjahr, Frühsommer nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, das ist ganz wichtig. Ja, Markus, sag mal, du bist 7,49 Meter. Du kennst ja die Längen, ja? 7,49 Meter. Du nicht, aber das Auto. Ja, das ist schon gigantisch. Also wenn man es ganz geschickt macht, ja, dann kriegt man ganz viel Auto, ganz viel Inhalt auf diese Länge. Ja, was kostet denn der Spaß? Also so wie er hier steht, liegt er bei gut 266. Los geht's schon bei 179. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf die Ausstattung an, die man haben möchte. So, ich sag mal so, der typische ist wahrscheinlich in der Mitte. Das hier ist ja jetzt Messefahrzeug. Da zeigt ja auch alles, was geht. Oft ja. Kriege ich wahrscheinlich für 230, 240 kriege ich einen richtig schön ausgestatteten. Selbstverständlich. Super. Das funktioniert. Ja, wir gehen mal raus und dann zeige ich es mal. Es ist schön warm geworden hier drin, denn auch die Messelampen haben nämlich noch Halogenbirnen drin. Das merkst du. Hier draußen ist jetzt schon mal angenehmer.
Darf ich die Technik nochmal sehen? Die ist wahrscheinlich hier drunter oder irgendwo, die Bedientechnik? Ja. Die ist hier drunter. Da ist der Lautsprecher mit drin. Da ist der Lautsprecher vom Soundsystem wieder mit drin. Genauso wie auf der anderen Seite hast du den zweiten Lautsprecher dann dazu, die wir genau hier untergebracht haben. Alde ist immer Serie, nehme ich an bei euch. Alde ist Serie bei uns, ja. Nicht, dass einer Angst hat. Habt ihr da schon die neue drin, die 3030? Wir haben die 3030 drin, ja. Gut, das heißt, auch Flow würde jetzt gehen in dem Auto, weil... Die ging ja auch mit der 3020 schon, ja, die alte Flow. Aber die geht auf jeden Fall auch, haben wir auch in der Preisliste mit drin stehen. Was ist denn das für ein süßes Bedienteil? Das ist das Bedienteil für die Mastervolt-Geschichte. Ja. Das ist das kleine Mastervolt-Bedienteil, was wir hier drin haben, was einfach nur die Grundangaben dann wiedergibt. So, und hier vorne haben wir noch Ablagen. Ja, wir gehen raus. Markus, geh mal bitte vor. Dann, das Gimmick, das ich bitte zeigen möchte, bevor wir rausgehen. Wir haben natürlich auch an die Schublade für die Schuhe im Eingangsbereich gedacht. Warum habe ich das nicht in anderen Fahrzeugen von Concorde? Ist das dem Grundriss? In vielen anderen Fahrzeugen. Dann hast du da vielleicht noch nicht richtig hingeschaut. Echt? Weil viele andere haben an der Stelle keine so große Schublade. Deswegen spreche ich es gerade ganz bewusst nochmal eben an. Und die ist ja auch sehr sinnvoll. Wenn ich mal mit feuchten Schuhen reinkomme, kann ich direkt im Eingangsbereich mich kurz hinsetzen, Schuhe ausziehen und sie sind weg. Und hier drunter unter der Bank ist auch nochmal ein Auszug, oder komme ich an die Bank ran? An die Bank kommst du dran. Ja. Also im Prinzip ist es hier genauso, wie es dort auch der Fall ist, dass ich sie einfach anheben kann. Stauraum. Ich sollte die Polster eben wegnehmen, dann geht es etwas leichter. Und dann kann ich das ist ja ein nettes Detail. Ihr habt dort einen Klettverschluss an den Polster dran. Genau. Und haben hinten eine Fläche drauf, sodass ich die Kissen einfach wieder ankletten kann. So, wir müssen raus. Die Leute stehen da Schlange. Denn das ist eins der am meisten wirklich... Er ist sehr stark frequentiert. So, wir werden mal öffnen. Die anderen Händler sind schon richtig sauer, weil sie können das Auto nicht mehr verkaufen. Ja, aber es wäre schon weg. Wäre fast weggelaufen. So, Der Chef war schon da, hat gesagt, die sollen sich mal beeilen, damit der unter Vertrag unterschreibt. Die Batterien habe ich gefilmt. Und darf ich dir ehrlich was sagen? Ich krieg mich nicht mehr ein. Egal wo du guckst, hier auf der Messe, überall ist Leontron drin. Das ist der Hammer. Ist wirklich so. Er baut auch gute Batterien, ne? Ja, definitiv. Sehr, sehr schön. Batterien habe ich gefilmt, wirklich nur oben. Wir kommen raus. Ja. Hast du gut gemacht. Sehr, sehr gerne, ja. Ist auch da, der hatte ich eben mal fotografiert, heimlich. Sehr schön. Sven, du bist für mich sowieso ein Wunder. Du bist für mich das Wunder überhaupt. Dankeschön. So, der neue Credo, ich mache mal gerade die Abmoderation da drin, ist ja unglaublich, ja. Aber hier gibt sich ja wirklich die Industrie. Simone, eine letzte Sache. Simone hat mich eben gefragt, warum sind hier so viele Geschäftsführer auf der Messe persönlich? Die Firmen, die ich kenne, da gehen die Geschäfts nicht auf die Messe. Ja. Und was habe ich gesagt? Das ist B2B, die treffen sich alle. Ja, und sie wollen halt auch persönlich rüberkommen und einfach hier das Nahbare zeigen. Ja, das ist so. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin ganz beeindruckt. Es hat sich gelohnt, glaube ich, diesen Grundriss zu zeigen. Ich dachte jetzt, oh, okay, wieder was anderes. Also es ist diesmal eine Messe, wo nicht nur, ich sag mal, ein Schild anders dran ist oder eine neue Polsterart. Es gibt ganz neue Fahrzeuge. Das ist korrekt. Das ist ein ganz neues Fahrzeug. Wir haben noch weitere neue Fahrzeuge im Programm. Das eine oder andere hast du ja schon gesehen, aber lass dich weiter überraschen. Ja, und Leontron im Vormarsch in Verbindung mit Mastervolt und, glaube ich, am Stand von Concorde heute am 31. August 2022. Da steht er, der brandneue Credo-Grundriss. Tschüss, Markus. Sven, tschüss und viel Spaß auf der Messe noch. Ja, tschüss, Simone. Ciao, macht's gut. Ja, und ist das schön? Sehr schön, also ich finde den wunderbar. Danke. Wir denken dran, also wir werden ja einen größeren holen als Promotion-Fahrzeug, aber vielleicht den auch. Danke, tschüss. Ne? Letztes Jahr war es gemacht.